Mein Name ist Alucard und heute gebe ich euch einen Einblick in das alltägliche Leben meiner Streiche liebenden Geister, welche ich Geistertrick nenne. Naja, oder auch manchmal Pranktrick. Klingt irgendwie moderner. Jedes Monster hat seine Vorlieben für seine Scherze. Bei uns sind eigentlich alle Figuren vertreten, als welche sich Kinder an Halloween verkleiden. Tatsächlich sind meine kleinen Geister ähnlich wie diese Kinder, greifen an und erschrecken die Leute und rennen dann wieder weg. Tja ja, jedenfalls penne ich lieber in meinem Sarg, als den Leuten Streiche zu spielen. Aber ich habe natürlich auch gleichzeitig ein Auge auf jeden Bewohner meiner Villa. Gerüchten zufolge leben echte Geister in dieser Villa am Rande der Stadt. Eigentlich entstanden diese Gerüchte durch meine Geistertricks selbst, sodass wir jeden pranken können, der durch die Gerüchte zur Villa hingezogen wird. Dennoch gab es in letzter Zeit keine Leute, die diesen Gerüchten glauben, also wurde es ein wenig einsam in der Villa. Hier sind zum Beispiel gerade Geistertrick, Laterne und Gespenst, welche sich aus Langeweile selber erschrecken. Gespenst wandelt durch das Schloss und taucht aus dem Nichts hinter dir auf. Es und Laterne sind sozusagen Partner, fliegen zusammen herum, aber der Fakt, dass Laterne immer eine Lichtquelle bei sich hat, passt so gar nicht zum Stil von Gespenst. Falls du plötzlich Gänsehaut bekommst, dann ist sie dafür verantwortlich. Geistertrick Yuki Onna ist sehr still, aber wird von allen anderen gemocht, weil sie eben so beruhigend ist. Geistertrick Hexe benutzt Magie, welche ihre Opfer in der Bewegung einschränkt. Sie ist sehr selbstbewusst und kann selbst von mir nicht aufgehalten werden, wenn sie einmal sauer wird. Und hier sehen wir auch Geistertrick Stein. Seine Arbeit ist es, die schweren Sachen für die Pranks in der Villa hin und her zu räumen. Er hat keine Ahnung von seiner Stärke und zerstört deshalb sehr oft unseren Kamin. So kassiert er oft eine Schelle von Hexe, aber er lernt eben nicht dazu. Um Stein ein wenig aufzumuntern, prankt Yuki Onna ihn. Aber das findet Yeti gar nicht lustig, denn er ist voll verknallt in sie und will ihre Aufmerksamkeit für sich alleine. Alles begann, als diese ihm eine kleine Schneepuppe schenkte, als er gerade in die Villa kam und noch sehr einsam war. Geistertrick Yangshi ist die Schmiere unserer Villa, schaut, ob jemand vorbeikommt und gibt uns Bescheid, falls ein potenzielles Opfer die Villa betritt. Naja, wir haben uns hier unser eigenes kleines Paradies aufgebaut. Jeder einsame Geist hat allmählich seinen Platz in der Villa oder im Museum gefunden. Der Cross ist zum Beispiel überall sonst zu warm im Sommer, aber im Museum gibt es rund um die Uhr eine Klimaanlage. Wenn uns also mal langweilig wird und es nichts zu tun gibt, können wir immer noch ins Museum der Stadt gehen, wo auch noch ein paar andere Geistertrick ihr Zuhause gefunden haben. Ich glaube, die Eingangsdrehtür macht ihnen am meisten Spaß. Einmal war Skelett so übereifrig, dass seine Knochen überall verstreut wurden. Anschließend musste Nekomozuma aufräumen, aber das macht sie ja sowieso gerne. Wie gesagt, jeder hat hier seine Rolle gefunden. Naja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck von hier gewinnen. Und jetzt lasst uns bitte alleine, denn ich glaube, da kommt gerade jemand durch die Tür.